Herzlich willkommen zum Auftakt dieser Galaxus 4-Schanzentournee. Ich begrüße an meiner Seite Tim Eppler. Er ist Sportchef von Radio 24 und ausgewiesener Skispring-Experte. Danke vielmals, Simon. Und mein Name ist Simon Ballissa. Wir sind hier in Oberstdorf zum ersten dieser 4 Springen. Der Kurort im Allgäu in Bayern. Er kann getrost als Mekka des Wintersports hier bezeichnet werden. Das Auftragsspringen zu besten Verhältnissen. 5 Grad, windstill, also das ist wirklich für die Fahrer sensationelle Verhältnis und ein fairer Wettkampf. Wir sehen hier die Schanze eingeblendet bei bester Sicht. Es ist eine Normalschanze. Wir haben es hier noch einmal eingeblendet, 5 Celsius windstill. Die Regeln werde ich kurz noch einmal erklären. Sie sehen die Striche, der Medianwert, der rote Strich 10 Punkte, alles darüber gibt einen Punkt je pro Strich und alles dahinter dann entsprechend Abzug bei den Punkten, einen Punkt. Hier sehen Sie die Striche noch einmal eingeblendet. Minimum 5 Punkte, maximal 15. Extrapunkte, etwas Neues, was eingeführt wurde, Tim. Wie funktioniert das? Bei der Landung auf allen 4 gibt es 5 extra Punkte und wenn man am Schluss in der Endposition wieder auf allen 4 Rädern ist, auch dann nochmal 5 extra Punkte, das heisst 10 Punkte extra maximal. Wir sind alle natürlich sehr gespannt, ob diese Extrapunkte-Regel jetzt die erhoffte Abwechslung bringt. Die 4-Schanzentournee hatte etwas zu kämpfen in den vergangenen Jahren mit den Regeln. Es wurde oft moniert, dass das ja eigentlich gar nicht richtig fair ist, der Wettkampf. Und dass die Autos jeweils so knapp in dem Schnee auftreten und dann die gleiche Punktzahl haben. Hier also diese Extra-Regel jetzt neu. Wir kommen zur Vorstellung der Springer. Springer Nummer 1, Jan Schäfer aus Deutschland. Er hat einen Sponsor Kärcher, Porsche 934, 41 Gramm. Das ist natürlich so etwas wie ein ganz okay Kampfgewicht, oder Tim? Das ist ganz okay. Liegt etwa in der Mitte, ist ein gutes Gewicht und nicht der leichteste, nicht der schwerste, aber mal schauen, wie sich das auswirken auf dieser Schanze. Er ist quasi ein Wintersportfanatiker. Schon seine Schwester war beste deutsche Abfahrerin, der Vater war Eiskunstläufer und der Großvater war Pionier des Bobsports. Jetzt unser Gast aus Japan, Hayato Takahashi. Er kommt mit einer Eigenkonstruktion, sehr eigenwillig auch, 32 Gramm. Hier das Kampfgewicht. Und er ein Nachwuchssportler. Jetzt sind wir die Frau eingeblendet, seine Frau, Ehefrau Asuka Takahashi, auch immer dabei. Schön auch das zu sehen, diese Völkerverständigung. Und es ist sein Debüt an der 4-Schanzentournee. Wir dürfen also gespannt sein, was er uns wird zeigen. Wunderbar. Das nächste Auto gehört Bartosz Nowak aus Polen, gesponsert von Salewa. Er kommt in einem Ford Bronco, 37 Gramm. Er wollte eigentlich Koch werden. Sein Lieblingsessen sind Pierogi. Sportlich, wie ist er einzuschätzen? Er ist ein enormes Talent, hat viele Sachen gezeigt. Er ist auch im Langlauf und Biathlon erfolgreich gewesen. Jetzt mal schauen, wie es da bei der 4-Schanzentournee ist. Das sind wir alle sehr gespannt drauf. Und jetzt ich sage jetzt mal, ein Methusalem des Skispringsports, Anton Wagner aus Österreich im VW Käfer. Er der älteste Springer auf der Tournee. Und die Erfahrung, die er mitbringt, die wird ihm sicher helfen bei diesen zum Teil schwierigen Chancen, die es da gibt an dieser 4-Schanzentournee. Auch auf ihn können wir gespannt sein. Ich denke aber jetzt in Oberstdorf noch nicht zu den Favoriten zu zählen, erst wenn es dann technisch wird bei den nächsten Springen. Das ist so. Jetzt der Schweizer, hier gesponsert von Garmin, Pirmin Kavietzel im Lotus Esprit, 29 Gramm nur. Das ist natürlich auch ein Wettkampfvorteil. Erstens das, weil wir haben auch gesehen, letztes Jahr Oberstdorf liegt am Pirmin Kavietzel, darum erhoffen wir uns da natürlich ein gutes Resultat von ihm. Ja, der rätische Blitz, wie sein Übername ist. Und nun kommen wir zu einem richtigen Exoten. Wir sehen es schon am Auto. José Luis Ramirez, Chevy El Camino, 38 Gramm, er aus Mexiko. Ja, das ist natürlich schon keine Wintersportnation, oder? Das definitiv nicht. Er ist darum der Hoffnungsträger von einer ganzen Nation. Aber mal etwas Exotisches da in diesem Sport, das tut dem Sport sicher gut. Auf jeden Fall, wir sind sehr gespannt. Und jetzt noch der schwerste Springer auf der Tournee, Mason Brown im Dodge Charger.
62 Gramm, ein Schwergewicht dieses Sports und er aus den USA. Als Taxifahrer natürlich viel auf 4 Reifen unterwegs. Auch das könnte natürlich gerade in New York ein Vorteil sein. Wir wissen ja, dort gibt es oftmals auch einen Blizzard. Und man ist dann auf den Straßen vielleicht etwas stabiler unterwegs. Und immer auch wieder Schlaglöcher auf diesen Straßen in New York, das wird ihm sicher bei der Landung helfen. Ja, auf jeden Fall. Und dann jetzt, sein großes Vorbild ist Eddie the Eagle, Sir William Jones aus Großbritannien im Land Rover Defender. 49 Gramm, gehört auch eigentlich zu den Exoten, aber ist schon so lange dabei, dass wir ihn immer wieder gerne sehen. Auf jeden Fall. Und ihm wurde große Ehre zuteil. Er ist letztes Jahr von der Queen zum Ritter geschlagen worden und ich denke, das gibt ihm jetzt gerade nochmal die Motivation, um dieses Jahr an der Vierschanzentournee zu zeigen, was er wirklich kann. Wir dürfen gespannt sein, das Fahrerfeld und es ist alles angerichtet für ein Skisprungfest hier am heutigen Nachmittag. Als erster Springer jetzt am Start, eröffnet diese Vierschanzentournee, ist Jan Schäfer. Wir können gespannt sein. Was zeigt er? Ei! Und hier haben wir schon das erste Mal eine nicht sehr geglückte Landung, aber die Länge hat nicht schlecht ausgesehen. Da sieht man nicht gut wegkommen vom Schanzentisch. Dann hat es ihn vorne abgezogen, vielleicht ein bisschen wegen dem Gewicht, das er hat. Und dann die Landung auch nicht geklappt. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, es sei länger, aber das Replay zeigt uns jetzt, wie Jan Schäfer hier in den Zielraum gepurzelt ist. Und er bleibt auf der Seite liegen. Ja, wir haben hier keine Bonuspunkte, Distanz 7, also ja, ein anständiger Auftakt, aber wir wollen natürlich mehr sehen jetzt hier, vor allem von Hayato Takahashi, dem jungen, wilden Japaner, der als nächstes dann springen wird. Wir sehen hier noch das Auto eingeblendet von Jan Schäfer. Erfahrungsgemäß ist ihm hier nichts passiert, er ist hart im Nehmen. Jetzt aber der Japaner, die Eigenkonstruktion. Genau, Eigenkonstruktion, das wird sicher spannend sein. Und er fliegt weiter, Das ist ein guter Sprung und Landung. Direkt auf allen Vieren. Schön, wie er da durchzieht und dann aufkommt vorne, nicht ganz sauber, aber nachher hat er sich gut gerettet. Er hat sich gut gerettet hier in den Zielsprung hinein. Seine Frau gefährlich nahe hier am Schanzenhügel dran. Allerdings... Jetzt sieht man da, er kämpft. Letzte Kraft hat er als Nummer gebracht. Ja, haben wir es jetzt hier von offizieller Seite auch bestätigt. Distanz 9, Endposition, noch 5 Bonuspunkte, 14 für den jungen Japaner. Wunderbar gelandet hier im Zielraum auf allen Vieren. Und wir sehen eine erste Zwischeneinblendung der Japaner vor dem Deutschen. Ui, und das ist jetzt ein Fan, der mir etwas zu nah an der Schanze ist und hier ein Selfie macht. Das könnte natürlich gefährlich werden, wie sie hier steht. Und ja, unschöne Bilder jetzt hier. Unschöne Bilder. Das sieht gar nicht gut aus. Wir haben es schon einmal gesagt, es könnte wirklich... Ja, der Notarzt ist bereits jetzt hier. Wir hoffen natürlich, dass da nichts passiert ist. Mit dem Springen sicher schon unterbrochen werden. Mal schauen, ob das weitergehen kann. Ja, das ist... wir glauben jetzt, der nächste Springer an den Start bekommen zu haben. Wir werden Sie natürlich informieren, was mit diesem Fan passiert ist. Aktuell jetzt Anton Wagner. Er schon am Sprung und kommt gut auf. Er hat das offenbar... Schön weggekommen vom Tisch. Dann zieht es ein bisschen runter. Nein, das habe ich weg. Falsch gesehen. Diesen Buckel da drin, den habe ich nicht gesehen, dass er schon so früh aufgetroffen ist. Der Älteste hier am Start. Ich hätte mir mehr erwünscht von ihm. Wie schaut die Landung im Zielraum aus? Auch hier keine Bonuspunkte. Das wird auf eine 5 hinauslaufen. Genau, eine 5. Ja, das dann doch eine Überraschung, muss ich sagen. Ja, und auch ein eine Enttäuschung für ihn sicher. Ja, auf jeden Fall kann er, aber wir haben es gesagt, er wird wahrscheinlich punkten können dann bei späteren Springen und seine Erfahrung ausspielen. Jetzt der Pole. Jetzt kommt einer der Favoriten für mich, Bartosz Novak. Genau, wie schätzt du seine Möglichkeiten ein? Er kann sicher gut fliegen, auch mit dem Gewicht. Mal schauen, wie er vom Tisch wegkommt. Oh, das schaut sehr gut aus und wir haben schon hier auch wieder einen... Er hat sehr gut ausgeschaut. Sehr schöner Sprung. Das schaut nach einer direkten 10 aus. Dann aber die Landung natürlich in den Zuschauerraum. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie das Punktrichter
die Rennleitung entscheidet. Er drüllt sich da in der Luft, probiert sich nachher zu fangen und dann ist die Bande im Weg. Jetzt ist die Bande im Weg. Das sollte eigentlich... Ja, nach dem Regelwerk gibt es hier natürlich keine Bonuspunkte für die Endposition. Zuschauer wurden auch keine verletzt. Soweit, so gut. Pirmin Kavietzel jetzt, der Schweizer, während wir noch einmal die Einblendung sehen. Takahashi klar vorne mit den 14 Punkten. Und jetzt der leichte Schweizer, die Sportskanone. Er setzt auf Aerodynamik. Mal schauen, ob ihm das jetzt hilft. Da. Wichtig ist, dass er gut wegkommt. Er kommt gut weg. Und die Landung sehr schön nachher rausgedreht. Ja, das muss ich sagen, dass er hier noch einmal die Landung gestanden hat. Ja, was sagen wir jetzt von der Länge her? Das ist jetzt die große Frage. Ist das schon die 10 oder ist das noch eine 9? Das sehen wir, was entschieden wird. Gerade knapp zwischendrin. Und dann hier die Landung aber perfekt gestanden. Noch einmal rumgerissen. Sehr schön. Man sieht ihn noch etwas bepudert vom Schnee. Und ja, die Endposition gibt die 5. Distanz nur eine 9. Da könnte ich auch, also eine 10 hätte ich jetzt Hätte man hier können geben. Ja, das aber hätte schon. punktgleich vorne mit dem Hayato Takahashi. Ja, wunderbar. Wir haben hier die Doppelführung. Übrigens immer nur ein Sprung, das musste ich noch erwähnen. Es gibt nicht 2 oder mehrere Sprünge, immer nur ein Sprung pro Schanze. Jetzt der Mexikaner, was kann er uns zeigen? Die Hoffnung einer Nation lastet auf seinen Schultern. Schöner Sprung und Ui! da bei der Landung gut gerettet. Das zeigt, er ist ein Spitzenathlet. Und das die Weite, ja, das ist die klare 9. Haben wir schon eine Dreifachführung hier? Jetzt sehen wir vielleicht Wiederholung dann Oder- nochmal im Zielraum. Wie er sich da rausdreht, auf die andere Seite wieder merkt, rechts rum geht es nicht. Also nein, gehe ich links rum. Ganz schön gelöst. Wunderbar gelöst, auch hier das Terra optimal genutzt. Wir warten auf die Einblendung der Noten. Die Distanz wird mit einer 8 angegeben. Ja. Naja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Bei der Einblendung war ich mir eher auf der 9. Da haben die Richter wahrscheinlich Tomaten auf den Augen. Aber uns soll es recht sein. Der Schweizer Pirmin Kavietzel nach wie vor in Führung. Wir haben jetzt hier noch ein kurzes Update von der Frau, die gestürzt ist. Es handelt sich um die bekannte Influencerin von Instagram, deren Namen ich leider jetzt vergessen habe, weil ich schon etwas älteren Semesters bin. Sie ist aber offenbar nicht in Lebensgefahr. Sie hat einen leichten Bruch und eine Gehirnerschütterung. Beste Grüße und gute Besserung. Sie konnte schon wieder Selfies von sich im Spital posten von ihrem gebrochenen Bein. Jetzt noch 2 Springer heute an diesem wunderbaren Nachmittag, bevor dann die erste Station dieser Vierschanzentournee abgeschlossen ist. Mason Brown, das Schwergewicht. Kein Wind, das sollte ihm eigentlich zu gut kommen. Ja, das sieht wieder nach einer... dieses... Landung sehr schön am Schluss nachher. Er hat das noch einmal schön hingekriegt, aber er ist viel zu früh aufgetroffen. Das Das ist sieht das man- Gewicht, oder? Genau, da sieht man das Gewicht ein bisschen. Hat ihn früher abgezogen, aber nachher hat er sich unten im Zielraum schön gerettet. Ja, und natürlich der Bandensprung. Was wird das jetzt von der Rennleitung? Wie wird das jetzt bewertet? Ich denke, nach dem Denke ich, Regelwerk 5 Punkte sollte das eigentlich geben. sollte das eigentlich schon geben. Ja, nachdem man aber schon hier die Fehler gemacht hat mit der Weite. Ja, die Distanz wird mit 6 angegeben, die Endposition mit 5. Also 11 Punkte hier für Mason Brown. Bevor dann der letzte Springer hier kommt. Wir sehen, Brown muss sich an 3. Stelle einordnen, also noch auf dem Podest. Aktuell jetzt Sir William Jones. Ja, was macht der frisch geschlagene Ritter? Der Sir aus England hier. Oh! Früher aufgekommen, hat mich gedunkt. Ja, da hat er die Nase nicht gut weggekriegt. Am Schanzentisch war da das Problem, oder? Das war am Schanzentisch und nachher auch nicht sehr schön in der Luft gelegen. Ja, das ist eigentlich eine mittlere Katastrophe jetzt für ihn. Da hat er sich sicher mehr ausgerechnet. Und auch bei der Landung nicht sauber runtergekommen und dann hat er sich auch nicht retten im Zielraum. Also ich denke, das wird Distanzpunkt, Minimalpunkt von 5 einfach sein. Ja, Und da haben wir es eingeblendet. wir haben es eingeblendet. 5 nur für Sir William Jones. Da hat er sich mehr ausgerechnet jetzt hier an diesem ersten Springen der Vierschanzentournee. Nochmal die Schlussübersicht. Hayato Takahashi, der junge Japaner, mit Pirmin Kavietzel
Auf die Nummer 1 dann anschließend José Luis Ramirez. Die Überraschung für mich an diesem Nachmittag. Das definitiv, aber auch der Hayato Takahashi für mich ein bisschen Überraschung. Schön natürlich, dass der Pirmin Gavi jetzt vorne dabei ist, aber das Klassement sieht schon ein bisschen anders aus, als wir das vorher erwartet haben. Auf jeden Fall, das kann man so sagen, aber das ist immer das. Es kommt immer auf das Wetter drauf an, auf so viele Bedingungen. Was hat man gegessen? Mason Brown zum Beispiel, für mich die große Überraschung, hat mit der Landung noch mal viel weggemacht. Und dann von hinten Sir William Jones und Anton Wagner auf der 6. Für mich große Enttäuschungen. Jan Schäfer, das war zu erwarten. Bartosz Nowak auch. Ja, ein schönes Skifest hier mit einem kleineren Unfall, der aber zum Glück glimpflich verlaufen ist. Und der Auftakt zu dieser Vierschanzentournee ist geglückt. Vor allem die Endabwertung nimmt mich dann natürlich Wunder. Man kann natürlich hier diese Springen gewinnen und am Schluss trotzdem total versagen. Hier noch eingeblendet, sehr schöne Bilder vom Podest, das Doppelpodest hier in Oberstdorf. Ja, die Frau auch hier, um den jungen Japaner zu feiern. Und daneben der aerodynamische. Schönes Bild mit dem Pirmin Gavi jetzt. Ja, das muss ich auch sagen. Ganz schön eingeblendet auch. Vielen Dank an die Regie, die hier alles wie immer so schön gestaltet. Die wunderbaren Bilder hier aus Oberstdorf. Ein Skifest. Leider mit etwas wenigen Zuschauern. Auch hier hält man sich an die Covid-Restriktionen. Es ist also auf Abstand, wie Sie hier auch sehr schön sehen. Aber kein Grund, sich nicht herauszuputzen und im Anzug hier auf der Tribüne zu sitzen und einen Glühwein zu trinken. Das war's aus Oberstdorf. Das nächste Springen an in Garmisch-Partenkirchen am 1.1. das Neujahrsspringen. Traditionell. Bis dann, schalten Sie wieder zu.